Der ist ja ganz schön alt, ne? Aber die Geschichte kenne ich nicht, ne. I don't know. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Okay. Ja, ein wenig. Stop. Let me see. Tempelhof Airport, Tempelhof Field. Nowadays used as a public park, enjoyed by people from Berlin and tourists. But do they know the dark history of this bright place? Also die Geschichte glaube ich erstmal, dass der von den Nazis erbaut wurde. Ich würde mal schiffen 35, 36 um den Dreh. Ich verbinde den Tempelhofer Flughafen hauptsächlich mit den Nazis, aber ich glaube, er wurde schon vorher begonnen. Aber die Architektur ist eigentlich die typische faschistische Architektur. Ja, wahrscheinlich einer der großen Projekte, um Berlin, die Hauptstadt, groß aufzumachen, einen großen Flughafen zu bauen. Der wurde vor allem dadurch bekannt, dass er der Ort der Luftbrücke gewesen ist. Ich hatte mich mal so ein bisschen informiert und ich weiß, dass es auch mit der NS-Kultur zusammenhing und dass es als Konzentrationslager genutzt wurde. Due to the beginning of the Second World War, the construction of the airport by the Nazi regime had to be stopped and was repurposed for weapon manufacturing in 1939. Most of the workforce came from forced laborers who were held as prisoners in camps on the perimeter. These events are not well documented. There's only a single picture of the actual camps. Man sollte an solche Sachen definitiv immer in Erinnerung behalten und auch versuchen, seine gewissen Lehren daraus zu ziehen. Unbedingt. Vielleicht wichtiger noch als eine Gedenktafel oder ein Monument wäre hier vielleicht ein Zentrum zu schaffen, ein Informationszentrum oder eine Begegnungsstätte auch. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wichtig. Ich denke, es ist wichtig, dass es mehr Leute einfach wissen, weil ja auch viele dann einfach gar keine Ahnung davon haben. Es ist so gut wie nichts, also es ist wirklich zu wenig. Also ich habe es nicht gemerkt. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, es könnte so eine Mischung sein aus was besteht, also wie Tafeln, wo über die Geschichte wirklich dokumentativ berichtet wird, aber vielleicht auch wie eine Art lebendige Ausstellung oder so. Also was sehr Sensibles natürlich als Thema, aber was in Bewegung ist. Ich stelle mir vor, auch irgendwas, das den Leuten hier auch nutzt. So eine Station, auch ein Trinkbrunnen, ein großer Trinkbrunnen für die Jogger, die hier laufen. Alle Jogger hier haben Durst. After the airport closed down for good in 2008 and the airfield was opened to the public in 2010, nothing reminded the public of its grim history. Only in 2014 a small information board was put up. Klar, die Geschichte wiederholt sich nicht immer gleich, aber wiederholt sich. I prefer to face it and then kind of remember it and learn from it instead of forgetting it. Ja, ich glaube, wenn man die Probleme aus der Vergangenheit verdrängt, kann man es ja nicht besser machen und ist ja keine Lösung, die geschaffen wird dadurch. Bei mir war das gar nicht so bewusst, was hier geschehen ist, und es ist ja schon eigentlich ein Ort, an den ganz viele Menschen kommen, einfach um sich zu vergnügen, und dann wird es schön auch zu sehen, was da vorgeschehen ist. Yeah, it's important to deal with history because this is how we learn. The children will never know what happened and they will never learn. Also ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall weiterhin daran erinnern und das auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil es ist ja ganz fern in unserem Alltag und wir leben unser Leben, als wäre es nie geschehen sozusagen. Und dann ist es gerade wichtig, dass man immer mal wieder daran erinnert wird, was eigentlich... I think that we have to learn from the past. Past is our mentor and our teacher. Nein, Vergangenheit kann nicht verjähren, denn ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Das heißt, man muss sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, um einfach nicht wieder die Fehler zu begehen. Das ist eine gute Frage, aber die stellt sich eigentlich immer wieder, wenn man an geschichtsträchtigen Orten ist. So ist das Leben und es geht weiter. Aber ich finde es schon sehr gut, daran zu erinnern, und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es hier geschieht. Also an sich finde ich das gut, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man halt darauf aufmerksam macht, was hier war.
trotz dessen ist das natürlich ein schöner Platz, um sich zu treffen und Zeit zu verbringen. Ja. Ich denke auch. Also ich bin auch ein Nachfolger von einem Holocaust-Überlebender und ich finde es sehr notwendig und wichtig, dass es weiter erhalten wird und dass danach erinnert wird. Sachen passieren in ganz Europa, auf der ganzen Welt und deshalb muss man nicht das Leben stoppen.